Ja, wir sind jetzt hier in einem Bunkerteil, der am besten zeigt, dass dieser Bunker 1945 noch im Bau war. Wir sehen hier Schutt am Boden rumliegen, Baumaterialien, aber auch diese Milchkanne, die wir schon mal in einem Post thematisiert haben. Genau so wie es hier aussieht, stelle ich mir den Bunker vor, bevor die Dokumentation Obersalzberg 1999 eröffnet hat. Ob es wirklich so war, das kann mir der Herr neben mir beantworten. Albert Feiber, ein Urgestein der Doku, unser stellvertretender Leiter. Albert, wann warst du das erste Mal hier im Bunker? Das war im Juli 1997, als ich 1-2 Wochen vorher meine Arbeit am Obersalzberg aufgenommen habe. Und wir sind damals als erstes auf den Obersalzberg gefahren, haben uns einen Eindruck gemacht, wie der Obersalzberg aussah. Zu dem Zeitpunkt stand ja noch der Platterhof, den die Amerikaner so 1,5 Jahre vorher als Hotel General Walker zurückgegeben hatten. Wir sind als erstes durch diesen Platterhof gegangen, der halb ausgeräumt war, halb bestückt mit Sperrmöbeln. Und zu guter Letzt sind wir dann in den Keller des Platterhofs gegangen und dann über die steile Treppe des Platterhofs herunter in diesen Bunker und sind genau da vorne herausgekommen. Dann seid ihr ja genau hier heruntergekommen in diesen Raum. Wie sah es denn hier aus? Zunächst mal dunkel, denn in dem Bunker gab es keine Infrastruktur, also kein elektrisches Licht, keinen Strom und es gab keine Sicherungsmaßnahmen. Wir waren entsprechend vorbereitet und hatten Taschenlampen dabei und entsprechendes Schuhwerk, weil die Augen mussten sich dann auch erst daran gewöhnen. Der Bunker war ungesichert, es bestand überall die Gefahr, dass man in ein Loch tritt und sich den Fuß verstaucht und dergleichen. Wie war denn dein Gefühl damals, so hier im Dunkeln? Es war ein bisschen mulmig, vor allem deshalb, weil man nicht wusste, was einen erwartet hat. Wir haben über die Spuren vom Bunkerbau gesprochen, über deine Eindrücke, als du das erste Mal hier warst. Gab es denn auch Spuren von einer Nachkriegsnutzung hier? Ja, die Amerikaner haben über die Jahrzehnte, die sie hier waren, den Bunker genutzt, ihre Gästen im General Walker Führungen angeboten und auch Filmvorführungen hier durchgeführt. Und natürlich ohne die entsprechende wirkliche Einrichtung einer Infrastruktur mit Beleuchtung und Belüftung, aber es gab natürlich Stühle, wo man sich hinsetzen konnte. Und wir haben noch ein Stuhllager in einer der Kavernen vorgefunden, wo schöne Plastikstühle, ganz im Stil der 70er Jahre in Knallorange, übereinander gestapelt waren. Und nachdem der Bunker mehr oder weniger 1,5 Jahre leer gestanden hatte, war das in diesem feuchten Klima ein wichtiger Nährboden für eine Schimmelkultur, sodass diese Stühle alle mit so 4-5 cm Schimmel bedeckt waren. Und hier sehen wir es zwar nicht in diesem Teil, aber ihr kennt es aus den anderen Räumen, die wir uns schon gezeigt haben. Sind dir diese ganzen Inschriften aufgefallen? Die Inschriften, das war eines der ersten, was man gesehen hat, auch weil das im Schein der Lampen sehr schnell aufgefallen ist. Die Leute haben sich die natürlich angeschaut als ein gewisses Kuriosum, als Graffitis, wie es halt überall der Fall ist, gesehen und ein bisschen mündlich kommentiert und dann weitergegangen. Nun warst du natürlich auch dafür zuständig zu überlegen, wie macht man die Ausstellung, wie stellt man den Bunker aus. Gab es damals schon Überlegungen, mit diesen Inschriften etwas zu machen oder gab es sogar Überlegungen, diese Inschriften zu überweißeln oder abzumachen, weil sie eigentlich nicht zum Originalbunker gehören? Die Inschriften damals hat kein Mensch daran gedacht, dass man sie in eine Ausstellung integrieren kann. Sie sind als Kuriosum wahrgenommen worden, man hat sie kommentiert, aber eigentlich hat man sie zu banal gefunden, damit sie in die Ausstellung mit eingebunden werden. Nach Eröffnung der Dokumentation, als es neue Inschriften von den Ausstellungsbesuchern gegeben hat, da gab es dann so die ersten Überlegungen von Seiten der Fachleute, diese zu kommentieren, während die Verwaltung eigentlich am liebsten alles übertüncht hätte oder abgewaschen hätte. Gut, dass es nicht so gekommen ist. Denn wenn wir da so durch die Räume gestreift sind und nach Inschriften gesucht haben, da haben wir auch sehr oft zum Beispiel einen Albert gefunden. Deshalb meine letzte Frage, warst du das? Nein. Okay.
Vielen Dank für das Gespräch, Albert.